Es ist ein professionelles Telefon, es ist eine professionelle Firma und es ist natürlich auch ein professioneller Preis von über 1.800 € und da möchte ich, dass wirklich alles funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Kann man dieses Telefon empfehlen? Braucht man es? Muss man es kaufen? Ist es das Geld wirklich wert? Was ist gut am iPhone 13 Pro Max? Was ist schlecht am iPhone 13 Pro Max? Und was muss Apple unbedingt beim iPhone 14 besser machen? Alles das hier in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und die meisten können sich natürlich noch daran erinnern, was waren wir nicht gehypt von der Präsentation von Apple über das neue iPhone 13. Mittlerweile hat sich dann der Hype so ein bisschen gelegt und wir sind in die Realität übergegangen. Das Teil ist jetzt circa 3 Monate in meinem Besitz, was da sozusagen heißt, man kann auch schon mal die guten und die schlechten Seiten vom Apple iPhone entdecken. Wenn ihr Dinge habt, die ihr am iPhone 13 gut und schlecht findet, dann schreibt sie doch hier direkt in meine Kommentare. Ist natürlich mal interessant auch zu wissen, wieso euer Feedback ist auf das neue Telefon. Die größten Änderungen bei diesem Telefon bestehen im kreativen Bereich. Das heißt, es geht um Kameras, es geht um Foto, es geht um Video, um die Software, die dieses natürlich veredeln und gleichzeitig nutzen kann und natürlich auch noch um einige Anwendungsfeatures, die so ein bisschen das Pro aus diesem Telefon herauskitzeln sollen. Aber wie gesagt, normalerweise 70% aller Funktionen kannst du mit den älteren und natürlich auch deutlich günstigen iPhones definitiv so super erledigen wie mit diesem hier. Wer so ein bisschen im kreativen Bereich unterwegs sein sollte, für den kann ich nur mein iPhone 13 Pro Max Zubehörvideo empfehlen, wo ich so ein paar kleine schöne Zubehörgeschichten, wie zum Beispiel hier dieses Small Rig Case, mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ist direkt hier in meinem Video verlinkt. Wer Lust, Zeit und Laune hat, der kann ja da mal reinschauen. Und vorher natürlich mal ein Preisvergleich. Für alle, die sich überlegen, ein iPhone zu kaufen, das ist mein Telefon. Das heißt, das ist das aktuellste iPhone 13 Pro Max in Sierra Blau mit einem 1 Terabyte großem Speicher. Das heißt, das ist die Vollausstattung. Und die Vollausstattung, dafür musst du schon mittlerweile über 1.800 € hinlegen. Und ich weiß nicht, ob man das heutzutage machen muss, denn es geht wirklich in einigen Bereichen immer noch günstiger. Jetzt nehmen wir mal das iPhone 12 Pro Max, was ich hier sozusagen verkauft habe. Und das habe ich schon für die Hälfte verkauft. Das heißt, das kriegst du jetzt schon bei eBay gebraucht, 1 Jahr alt, ja, so zwischen 800 und 1.000 €. Sprich, das sind fast 50% weniger, als was du jetzt für das aktuellste iPhone 13 Pro bezahlen musst. Natürlich hast du keinen Terabyte Speicher drin, da sind dann 512 GB drin, reicht aber für 120% der User ebenfalls noch. Und gleichzeitig natürlich, wenn wir jetzt mal das 11 Pro dazu setzen, dann ist das jetzt aktuell bei 500 bis 600 €. Das heißt, hier bezahlst du nur 1/3 des Preises, kannst aber 70% aller Dinge mit dem 11er auch noch machen. Kommen wir mal zu den Dingen, die für mich kaufentscheidend waren. Und ich wollte es mir nicht kaufen. Ich wollte es mir wirklich nicht kaufen. Ich wollte mir das aktuelle iPhone 13 Pro Max nicht kaufen. Ich hatte vorher, wie gesagt, ein iPhone 12 Pro Max und fand halt die Unterschiede nicht so gravierend, dass ich jetzt unbedingt das Telefon wechseln muss. Was hat mich dazu bewogen, dann doch dieses Telefon zu kaufen? Ganz einfach die 1 Terabyte Speicher, die jetzt aktuell drin sein können. Denn wenn man als YouTube-Creator unterwegs ist und natürlich auch für alle anderen Dinge in meinem Job, da brauche ich viel Speicher auf meinem Telefon, weil das Telefon hast du natürlich immer mit dabei. Entweder Videos oder mal eine Tonaufnahme oder mal komplett was verarbeiten, auf die Schnelle schneiden. Auch hier auf dem Telefon geht das. Da ist natürlich eine Menge Speicher sehr, sehr interessant und genau das brauchte ich. Also war das schon mal mit eins der Hauptargumente, mir ein neues Telefon zu kaufen. Das zweite war natürlich der Content, den man jetzt sozusagen über meinen Kanal sieht vom iPhone 13 Pro, den ich euch liefern möchte. Da natürlich neue aktuelle Telefone immer interessanter sind als vergangene ältere. Logisch, guckt man sich natürlich gern an, also kann man hier sozusagen auf dem Kanal auch relativ guten Content finden. Was natürlich weiterhin für meine Kaufentscheidung wichtig war, das war der neue Kinomodus im iPhone 13 Pro. Das hat mich total gereizt, weil wie gesagt, man sieht es ja hier mit der Kamera, man kann ja im Hintergrund Unschärfe erzeugen und gleichzeitig natürlich auch dann wiederum keine Unschärfe haben. Und ich meine, das sieht man ja, wenn man so ein bisschen jetzt auf diesen Monitor schaut. Ja, und das kannst du jetzt mit dem iPhone Pro
und Pro Max ebenfalls erzeugen. Leider nur in Full HD. Ich hätte es mir gewünscht, dass es natürlich in 4K kommt, aber Full HD ist natürlich auch schon eine Möglichkeit, hier auf YouTube kreativ zu sein. Und genau dieser Modus, der hat mich sozusagen gereizt. Ich habe genau einmal in diesem Modus mein Video aufgenommen und danach hatte ich dann irgendwie die Nase voll, weil es für mich eigentlich mit dieser HDR-Geschichte und so weiter ganz, ganz kompliziert ist in Sachen Bearbeitung. Da müsste ich mir dann sozusagen wieder mehr Zeit nehmen, um das alles noch so ein bisschen zu begreifen und zu lernen. Momentan habe ich halt nicht die Zeit und deswegen geht's erstmal mit Kamera weiter. Die nächste kreative Kaufentscheidung für dieses neue Telefon war natürlich das neue Format Apple ProRes und damit kannst du natürlich schön Videos aufnehmen in höherer Datenqualität und natürlich auch mit einem richtig schönen Dynamikumfang. Also das macht natürlich richtig Spaß, aber dafür brauchst du natürlich Speicher, weil dieses Videoformat richtig viel Speicher frisst. Ich sag mal so eine Minute, damit kannst du schon mit 250 Megabyte bzw. 500 MB rechnen, was das sozusagen auf deinem Telefon an Speicher frisst. Und jetzt rechne mal aus, so ein 20-Minuten-Video, das hat dann schon eine ganze Menge an Speicher gefressen. Also hoher Speicher bei diesem Format, wenn du jetzt sozusagen auch Videoformate professionell aufnehmen möchtest. Ist aber nicht so schlimm, dafür kommt da hinten natürlich was Professionelles bei raus. Aber alle anderen Dinge wie normale Videos und Fotos kannst du wirklich mit dem 11er und dem 12er auch in super Qualität machen. Dafür brauchst du kein iPhone 13 Pro. Das nächste ist natürlich das unwahrscheinlich gute 120 Hertz Display, was hier verbaut ist. Lange mussten wir darauf warten, jetzt haben wir es endlich. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wer kann denn zwischen 60 und 120 Hertz mit dem normalen Auge entscheiden? Ja, es ist ein bisschen besser, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt ein 60 Hertz Display auf den Müll werfen müsste. Die Unterschiede sind da jetzt sozusagen nicht allzu doll gravierend. Aber man erkennt natürlich den Unterschied und vom Prinzip her klar, im Jahr 2022, wenn die Konkurrenz schon ein Jahr oder 2 Jahre 120 Hertz hat, muss Apple ebenfalls mal nachziehen. Aber was ist denn nun gut und was ist schlecht am iPhone 13 Pro? Und vom Prinzip her kann man dieses Pro oder Pro Max iPhone nicht genug in den Himmel loben. Es ist natürlich schon eine ganze Menge, was jetzt sozusagen überzeugend ist. Die Kameramodule, die sind natürlich überzeugend. Die Videoqualität, die Fotoqualität und komplett natürlich auch die Bedienung und alles rund um das iPhone gewohnt. Qualität und saubere Verarbeitung. Die Wertstabilität ist eine ganz große Geschichte für mich. Gleichzeitig natürlich auch das Arbeiten mit dem iPhone. Es funktioniert einfach, du kannst dich immer darauf verlassen, es gibt kaum noch Bugs, es gibt einfach gute Anwendungsgeschichten, es gibt so viel Zubehör, es gibt so viel kreative Apps fürs iPhone und natürlich auch iOS als Betriebssystem, eine unwahrscheinlich coole Geschichte gegenüber Android. Ich hatte einmal ein Android-Handy und konnte mich irgendwie nicht dran gewöhnen. Also iOS gefällt mir persönlich einfach besser. Und ich muss natürlich noch ein bisschen weiter meckern und eine Sache, die wirklich in diesem Jahr oder bei dem iPhone 13 eigentlich überhaupt nicht mehr geht, das ist der Lightning-Anschluss. Schade, dass Apple immer noch dran festhält, um wahrscheinlich ein bisschen Kohle zu verdienen an vielen Zubehörgeschichten oder einfach sein Patent zu schützen, aber das geht nicht, liebe Jungs von Apple und natürlich auch Mädels, ganz, ganz wichtig, denn ihr müsst jetzt langsam mal einen neuen Anschluss hier einbauen, weil mit Apple ProRes, mit diesem Videoformat und natürlich auch direkt hier beim Kinomodus, da werden Datenmengen erreicht, die kann man hier über so einen günstigen, leichten, freundlichen Anschluss nicht mehr rausschieben. Dann muss man natürlich über AirDrop gehen und AirDrop macht es auch nicht so schnell. Also ich würde hier gern USB-C bzw. Thunderbolt sehen, damit hier ein Pro-Telefon auch Pro-Dateien Pro-mäßig übertragen kann. So geht's nicht. Ihr könnt hier nicht mit Lightning weiterkommen und eigentlich den Käufer bzw. den User so ein bisschen durchärgern bzw. in meinen Augen eigentlich veräppeln, denn es geht mittlerweile schon besser, alle anderen machen es vor und nur weil Lightning jetzt irgendwie immer noch ein paar Lizenzen bringt oder irgendwelche anderen Geschichten in die Apple-Kassen spült, muss man den Kunden nicht weiterhin nerven mit diesem Lightning-Anschluss, also USB-C bzw. Thunderbolt ran und dann ist die halbe Welt der Apple-User noch mehr mit euch zufrieden. Und wo ich auch noch meckern muss, das ist natürlich die Frontkamera hier im neuen iPhone 13 Pro. Wer jetzt nicht bei hellem Licht und Sonnenschein die Frontkamera benutzt, sondern mehr so, wenn es dunkel wird, beziehungsweise dann auch im Dunkeln zum Vloggen oder zu anderen Geschichten, der wird natürlich schon festgestellt haben, dass die Frontkamera einfach immer noch doof ist. Ja? Also vom Prinzip her kann man diese Kamera wirklich zum Vloggen abends im Dunkeln kaum verwenden. Die schmiert und die rauscht und
es ist einfach kein schönes Gefühl und ich konnte bei meinen Videos jetzt damals mit dem Auto, wo ich gedreht habe, leider Gottes nicht die Kamera hier benutzen, sondern musste da mal auf die Frontkamera ausweichen und hatte dann das schmierige, schleimige und rauschende Ergebnis, wo ich mich geärgert habe, wo ich gesagt habe, Mensch, warum baut ihr in die Frontkamera nicht genauso schöne Kameras ein wie in die Rückkameras? Die Notch ist da und vom Prinzip her gehen da auch noch größere Kameras. Also das wäre natürlich noch eine coole Geschichte, wenn endlich die Frontkamera in der gleichen Qualität wäre wie die Kameras auf der Rückseite. Da sind wir natürlich beim nächsten Thema und das ist die Notch. Und ich bin auch der Meinung, die Notch muss in dieser Generation des iPhones nicht mehr sein, denn wir haben mittlerweile Möglichkeiten von Touch unterm Display. Wir haben Möglichkeiten, wo man Kameras unterm Display verstecken kann. Alle anderen machen es uns ja vor und es funktioniert ja auch professionell und zuverlässig. Ich verstehe nicht, warum Apple immer noch beim iPhone 13 die Notch braucht. Also theoretisch müsste man diese Notch im nächsten Telefon eigentlich nicht mehr haben. Noch eine lustige Geschichte, die wahrscheinlich so 10% aller iPhone-Besitzer festgestellt haben, denn viele nutzen dieses iPhone natürlich nicht unter Wasser, beziehungsweise gehen damit baden oder ins Schwimmbad oder machen andere Geschichten. Es ist ja wasserdicht. So. Und vom Prinzip her funktioniert das auch mit dem Wasserdicht. Ich habe es jetzt zweimal durch, einmal Pool und einmal im Meer, weil ich es einfach mal testen wollte. Und was man nicht weiß, ist natürlich, man kann mit dem iPhone richtig schön umherspielen. Es ist wasserdicht, es geht nicht kaputt. Und es ist schön, aber das Problem ist, wenn du das jetzt im Wasser hast und ich hatte es im Meer, dann hast du ein Problem. Ja, und zwar, wenn da Wasser reinkommt, direkt hier in den Lightning-Anschluss, dann ist es so, dass wenn dieses Telefon geladen werden soll, das Telefon nicht lädt. Das iPhone sagt dir dann, dass der Ladevorgang nicht vollzogen werden kann, da der Lightning-Anschluss erstmal trocken werden muss. So, und jetzt hat man dein Problem, dass du noch 20% Akku hast, dass du weiter telefonieren musst, dass du natürlich auch weitermachen musst und dein Telefon lässt sich nicht laden. Und das Lustige an der Geschichte ist natürlich, dass es auch nach 2 Stunden immer noch feucht ist, teilweise auch nach 3 Stunden immer noch feucht. Ich war dann sozusagen komplett mit dem Föhn dabei und habe das hier sozusagen versucht, trocken zu föhnen, damit ich meinen Akku laden kann, weil ich ja eigentlich weiter wollte. Und innerhalb von einer knappen Stunde ist das natürlich vollgeladen, auch mittlerweile zu langsam, muss ich sagen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber trotzdem war das ein Riesenproblem, wenn dein Telefon wenig Akku hast, dann du im Wasser Bilder machst und dann natürlich wieder aufladen möchtest, dann funktioniert das nicht. Und ganz schlimm wird es dann natürlich, wenn du keinen Föhn hast, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, dann kannst du deinen Akku nicht laden, dein Telefon ist alle, der Anschluss zum Laden funktioniert nicht, den musst du dann sozusagen erstmal trocken pusten. Also hier müsste man sich echt noch ein bisschen was anderes einfallen lassen. Das ist für mich relativ grob. Macht natürlich nicht jeder und viele benutzen das iPhone niemals im Wasser. Aber wenn du es benutzt, dann musst du das wissen, weil wie gesagt, könnte zum Problem werden. Jetzt haben wir aber genug gemeckert, denn wer meckert, der muss natürlich auch sagen, wie es besser gehen kann oder was definitiv anders werden soll. Und das wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Und zwar beim iPhone 14 sollte definitiv der Anschluss Lightning rausfliegen. Denn Lightning ist beim Pro nicht mehr Pro, sondern einfach voll Amateur und total langsam. Und da muss Apple jetzt wirklich mal ran, hier beim neuen iPhone 14 komplett Thunderbolt zu verbauen. Wenn du überlegst, was du mit Thunderbolt bzw. USB-C dann hier anrichten kannst, ist das natürlich der Oberwahnsinn. Also ich habe das iPad M1 und da ist ja Thunderbolt als Anschluss schon mit dran. Da kannst du externe Festplatten anschließen, die super schnell sind. Da kannst du alles komplett aktivieren und rausspielen und reinspielen, was du möchtest. Und wenn man das beim iPhone Pro in Zukunft auch kann, dann muss man sich mal vorstellen, wie schnell das geht, dann Kameraaufnahmen in höchster Qualität direkt auf den Mac-PC oder andere Dinge zu übertragen. Wahnsinn. Also das muss passieren. Das ist für mich Pro. Lightning ist für mich nicht mehr Pro. Lightning ist für mich komplett seit Anfang dabei und aufgrund von Kohle immer noch dabei gelassen, was ich nicht fair finde. Und das muss ich definitiv als erstes ändern. Die nächste Geschichte, was ich unbedingt ändern muss, ist die Frontkamera. Im neuen iPhone 14 muss ich die Frontkamera verändern, beziehungsweise man kann auch hier auf der Rückseite einen kleinen Vorschau-Monitor noch mit einbauen, beziehungsweise hier noch einen kleinen Monitor. Ich habe Skizzen gesehen, die im Netz so ein bisschen verstreut sind, die jetzt sozusagen das neue iPhone 14 ankündigen, was ja sozusagen selber bei Apple noch nicht mehr klar ist. Da kann man nicht schon komplett eine Grafik bauen, aber es sieht teilweise auch schon ganz gut aus mit einem kleinen Vorschau-Monitor. Dann kann man das hier natürlich komplett zum Vloggen nutzen und das sind 3 Kameras, die du dann zum Vloggen nutzen kannst. Das wird natürlich dann perfekt und du kannst dann hier dieses
Frontmikrofon eigentlich, weiß ich nicht, wenn du dich mal selber knipsen möchtest oder so, dann können Sie es drin lassen bei Apple. Ansonsten, wenn man hier keinen Monitor verbaut, wirklich die Frontkamera nochmal komplett überarbeiten. Die ist echt noch nicht gut. Was noch beim neuen iPhone 14 unbedingt dabei sein sollte, ist natürlich, dass wir keine Notch mehr haben und gleichzeitig einen Fingerabdruck. Man sieht, mittlerweile sind wir mit der Pandemie im 3. Jahr und das ist mit Maske halt immer ein bisschen doof, wenn du dein Telefon entsperren möchtest, auch irgendwie in der Kasse bezahlen mit Apple Pay. Hier sollte definitiv wieder ein Fingerabdrucksensor mit ran an die neue Version. Denn wie gesagt, in Zukunft werden wir die Pandemie nicht los. Es wird wahrscheinlich immer irgendwo manchmal ein bisschen brenzlig werden und das noch die nächsten Jahre, also muss hier definitiv der Fingerabdrucksensor wieder mit rein. Ganz wichtig natürlich auch noch, was ich unbedingt ändern muss in diesem Preisniveau. Ich habe die Kameras hoch gelobt, aber hier bei den Kameras, bei Aufnahmen im Dunkeln, gibt es natürlich immer noch diese Artefakte, die natürlich seit 2 Generationen hier bei Apple rumgeistern in den Aufnahmen. Wenn man jetzt sozusagen im Dunkeln filmt, hat man im oberen Bereich immer diese Spiegelungen und Artefakte, die eigentlich nicht sein müssen. Das ist eine professionelle Kamera. Was soll ich da mit diesen Artefakten da sozusagen? Und dass es Apple immer noch nicht geschafft hat, jetzt quasi in der 2. Generation diese Artefakte in der Linse zu beseitigen, das verstehe ich bis heute noch nicht und das ist für mich ein riesengroßes Manko und muss sich dringend beim iPhone 14 ändern. Und da kommen wir natürlich schon mal zu meinem Langzeitfazit. Also was ist jetzt sozusagen in der Zeit passiert, wo ich das iPhone 13 Pro Max habe? Ich kann sagen, es ist ein zuverlässiger und robuster Begleiter und das robust muss ich jetzt mal doppelt unterstreichen, weil mir das iPhone allerdings schon mit Hülle öfter jetzt schon mal wieder runtergefallen ist. Erstens hier auf den Teppich, da passiert natürlich nichts und zweitens dann auch vorne in der Küche auf das Holz und teilweise auch schon ohne Hülle, weil ich es manchmal ohne Hülle benutze, um damit zu filmen. Gerade im Makrobereich ist es natürlich ganz interessant hier mit dieser Kamera. Und da muss man sagen, echt, also robust ist dieses Telefon und wenn es nicht direkt aufs Glas, auf Beton fällt, dann kann ich eigentlich auch sagen, dass es hier selten dazu kommt, dass es wirklich kaputt geht. Was etwas nervt ohne Hülle ist, dass dann hier überall die Fingerabdrücke zu sehen sind auf der Seite und natürlich auch hier auf dem Glas. Aber das lässt sich natürlich auch bei anderen Smartphones nicht vermeiden. Ich habe es nur festgestellt jetzt bei diesem Review, wie oft ich das Ding jetzt komplett geputzt habe. Das kann ich gar nicht mehr irgendwie abzählen. Also es ist schon ziemlich nervig, aber wie gesagt, wer es mit Hülle benutzt, der hat dieses Problem überhaupt nicht. Ich eigentlich auch nicht, außer wenn ich es hier direkt filme, dann merke ich es halt immer wieder. Zum kreativen Bereich muss ich natürlich sagen, dass das jetzt nicht die kreativste Form eines Telefons ist. Wenn man sich jetzt mal Samsung anschaut mit den Klappdisplays und natürlich auch den faltbaren Handys, da ist eine Menge mehr los. Aber Samsung hat ein Problem, Samsung hat Android und Android ist für mich nicht so die Alternative, die ich jetzt sozusagen nehmen würde, um ein sehr kreatives Telefon zu kaufen. Ich bleibe bei iOS und muss dann leider natürlich auf das Kreative von Apple zurückgreifen. Aber wenn man sich so ein bisschen auf dem Telefonmarkt mal umschaut, gibt es natürlich ganz, ganz viel innovative Ideen bei den anderen Herstellern. Und da würde ich mir wünschen, dass Apple einfach mal an den Pioniergeist wiederum mit anschließt. Auch mal Experimente wagt, ja, auch mal versucht, andere Telefone zu bauen, auch wenn es mal nicht klappt. Natürlich kostet das alles richtig Geld, aber ich sag mal, die Kreativität der Entwickler, die ist natürlich auch unerschöpflich und öfter kommt richtig was bei raus. Man hat es ja damals gesehen, als das erste iPhone erfunden wurde, da war natürlich dann komplett alles direkt bei Apple im grünen Bereich, aber jetzt finde ich eigentlich bei den Telefonen, also vom 11er zum 12er und vom 12er zum 13er, ist Apple eigentlich vorsichtig geworden, macht zwar viele innovative Features, was jetzt sozusagen Software und Kamera betrifft, aber an der Bauform wird nicht allzu viel geändert. Und ja, eigentlich versucht man so ein bisschen auf dem gleichen Schlitten jetzt über die Jahre in Sicherheit und natürlich auch in gute Umsätze zu fahren und natürlich auch zu vermeiden, dass man jetzt irgendeinen Crash macht mit irgendeiner anderen Bauform oder irgendwas anderes. Kann ich ja auch verstehen, aber ich würde mir, wie gesagt, von Apple wünschen, dass die da ein bisschen kreativer werden. Und das soll schon von mir gewesen sein. Habt ihr Erfahrungen, positiv oder negativ, mit dem iPhone 13 Pro? Dann schreibt sie doch bitte hier in meine Kommentare oder lasst uns diskutieren, was beim neuen iPhone 14 alles so mit dabei sein soll. Mich würde es freuen. Rein damit hier in meine Kommentare. Bis dahin sage ich Tschüss, bye bye und winke, winke. Bedanke mich bei euch fürs Anschauen und gern bis zum nächsten Video.